Hallo zusammen! In diesem Video lernen Sie, wie Sie Ihre Arbeitsstunden in der Plantapulse-Komponente eines hybriden Planta-Systems erfassen. Sie können in Plantapulse direkt im Board auf Karten, also auf einzelne Aufgaben, Arbeitsstunden erfassen. Oder Sie verwenden das Panel Zeiterfassung, in dem Sie weitere Möglichkeiten haben, Ihre Arbeitszeiten zu erfassen. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Zeiterfassung in den Boards. Loggen Sie sich in Plantapulse ein. Wie im Video Aufgaben agil bearbeiten, loggen wir uns mit dem Demo-Benutzer Daniela Müller ein. Öffnen Sie das synchronisierte Board und darin die Karte mit der Aufgabe, an der Sie gearbeitet haben. Wechseln Sie im unteren Bereich zum Reiter Zeiterfassung. Das angezeigte Datum können Sie gegebenenfalls ändern. Im Feld Gearbeitet tragen Sie den Aufwand in Stunden ein. Optional können Sie auch einen Kommentar verfassen, in dem Sie genauer erklären, was Sie gemacht haben. Wir sagen heute, dass Daniela Müller 4,5 Stunden an dieser Aufgabe gearbeitet hat. Wenn wir nun speichern, erscheint unten auf der Karte ein Datensatz, über den Sie die erfasste Zeit bei Bedarf auch korrigieren können. Klicken Sie hierfür den Datensatz an, tragen Sie die korrekte Arbeitszeit ein und speichern Sie die Änderungen. Falls im Feld Kommentar nichts eingetragen wird, werden automatisch die Bezeichnung und ID der jeweiligen Karte übernommen. Auf der Miniaturansicht der Karte wird die erfasste Zeit ebenfalls angezeigt. Beachten Sie dabei, dass Karten, auf denen Stunden erfasst wurden, nicht mehr gelöscht werden können. Sie können Karten entfernen, indem Sie sie archivieren. Ihre gesammelten erfassten Zeiten können Sie im Panel Zeiterfassung einsehen. Hier finden wir auch die auf der Karte erfassten Stunden. Aufgeführt werden alle Karten, denen sie zugeordnet sind. Voraussetzung ist, dass die Karten über ein Fälligkeitsdatum in der aktuellen Woche verfügen oder Sie bereits Arbeitsstunden auf sie erfasst haben. Karten werden in diesem Panel nach Boards sortiert angezeigt, die blau hinterlegt sind. Grün hinterlegt sind hingegen Projekte aus Planta Project mit den Vorgängen, in die sie eingeplant sind, die aber nicht hybrid, also in Planta Project und Plantapulse gemanagt werden. In diesem Fall erfassen Sie Ihre Arbeitszeit direkt auf Vorgängen aus Planta Project. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre komplette Zeiterfassung in Plantapulse vorzunehmen, ohne zwischen den Systemen wechseln zu müssen. Die Arbeitszeiterfassung auf nicht-hybride Projekte aus Planta Project ist jedoch nur möglich, wenn Ihr System dafür freigeschaltet ist. Um Arbeitszeit zu erfassen, klicken Sie den gewünschten Eintrag an. Wie bei der Zeiterfassung im Board sollten Sie zunächst das Datum überprüfen und anschließend die Arbeitszeit eintragen. Sie können hier ebenfalls Kommentare zu Ihren Einträgen verfassen. Speichern Sie anschließend die Eingabe. Wenn Sie etwas falsch eingetragen haben und Änderungen vornehmen möchten, dann klicken Sie den Eintrag erneut an. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz, korrigieren Sie die Eingaben und speichern Sie die Änderungen. Im Panel Zeiterfassung können Sie auch Arbeitszeit auf Karten oder Vorgänge erfassen, für die sie nicht eingeplant sind. Klicken Sie dafür oben im Schaltflächenbereich des Panels auf das Plus-Symbol. Nun öffnet sich das Dialogfenster Arbeitszeit erfassen. Hier suchen wir die gewünschte Karte oder den gewünschten Vorgang. Im Suchfeld geben wir den Suchbegriff ein und wählen den Tab Alle aus. Scrollen Sie in den Suchergebnissen, bis Sie das gesuchte Element sehen und klicken Sie es an. Tragen Sie Ihre Arbeitszeit wie bisher ein und speichern Sie Ihre Eingabe. Die entsprechende Karte wird nun dauerhaft ins Panel übernommen. Vorgänge und Karten, an denen Sie regelmäßig arbeiten, können als Favoriten gespeichert werden. Klicken Sie hierfür auf das Sternsymbol im entsprechenden Datensatz. Nun erscheinen diese Einträge unter Favoriten. Die in Plantapulse erfassten Arbeitsstunden werden automatisch an Planta Project übermittelt. Um alle Aufwände dort anzuzeigen, öffnen wir Planta Project aus der Perspektive des Projektmanagers. Hierfür loggen wir uns mit dem Demo-Benutzer Georg Hart ein und wechseln zum Modul Terminplan. Berechnen Sie anschließend den Terminplan, indem Sie den entsprechenden Button in der Symbolleiste betätigen. Das Feld Aufwand ist hat sich dadurch aktualisiert. Mehr dazu im Video Projekt auswerten. In diesem Video haben wir gelernt, wie wir als Projektmanager oder Teammitglieder unsere Arbeitszeit direkt auf einer Karte oder im Panel Zeiterfassung erfassen.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planta entschieden haben.